me before the bright lights. I leave it all on the stage and bare my soul every night to these crowds and fans. Ich fahre wie in der Fahrschule? Nein. Ich mag kein Autofahren. Also ich habe es nicht weit, deswegen ist es okay, aber ich mag gar kein Autofahren. Ja, früher habe ich es geliebt, Auto zu fahren, ehrlich sagen. Immer schön, muss immer ein super Auto sein, man muss schnell fahren und so, aber die Zeit hat sich geändert, ich mag kein Autofahren mehr und es muss auch nicht mehr ein Lamborghini oder Ferrari sein. Ich bin da raus ein bisschen, dass ich sage, ich muss im Zentrum wohnen, ich muss Action haben, ich brauche meine Ruhe. Ich bin sowieso jeden Tag irgendwie immer im Fokus, deswegen, wenn ich dann zu Hause bin, brauche ich wirklich meine Ruhe. Ich hätte niemals gedacht, dass es so eine schöne Stadt ist. Weil als Berliner denkst du immer, Berlin ist die schönste Stadt auf der ganzen Welt. Und wir haben so eine Attitude als Berliner, dass keine Stadt an Berlin rankommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Frankfurt ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Wenn man überlegt, wenn wir einen Waldlauf haben, gehst du aus dem Stadion raus, läufst 2 Minuten bis im Wald. Also das ist schon sehr, sehr positiv. Und natürlich merkst du es auch an der Luft. Hilft natürlich auch, dass sie so Multikulti ist, dass viele Nationen hier sind. Und ja, deswegen habe ich mich sehr schnell auch eingelebt. Ein DFB-Pokalfinale ist ja wie ein Champions-League-Finale. Also es gibt keinen Pokal auf der ganzen Welt, der so wichtig ist auch oder der so wahrgenommen wird. Traumtor des Spaniers! Also ein Finaleinzug ist eingetütet. Also in Deutschland hat es schon so einen riesen Stellenwert und das ist so geil. Das ist auch noch in Berlin, ne? Und dass ich jetzt endlich mal die Chance habe, das zu spielen, weil ich wollte es schon immer mal spielen. Aber ich bin in meinem vorherigen Verein immer ganz früh rausgeflogen, erste, zweite Runde. Wir hatten dann mit der Eintracht auch ein bisschen Losglück, aber haben es dann auch, denke ich, ganz souverän bis zum Halbfinale geschafft. Dann ist es halt ein schwieriges Spiel gegen Schalke, dass wir mit der Hacke Gottes gewonnen haben und jetzt stehen wir im Finale. Das auch noch gegen meinen Bruder in Berlin, also besser geht's doch gar nicht. Doch, es geht besser, wenn man gewinnt. Halbfinale. Auf geht's. Ja, wir haben geredet, aber über Tickets. Über das Spiel noch gar nicht. Ich will einfach mal gewinnen. Ich habe noch nie gewonnen gegen ihn. Vielleicht in der Jugend früher, wo er noch bei Tennis Borussia gespielt hat, habe ich mal gewonnen. Und danach hat er, glaube ich, jedes Spiel gegen mich gewonnen. Oder vielleicht mal ein Unentschieden, habe ich mal. Ja, also können die Eintracht-Fans auch mal reinhören, was der Prinz so hört im Auto. Tell me how to make things right. Cause I just need you in my life, girl. Das ist so eine Schwäche von mir, muss ich immer sagen, zu den Eintracht-Fans. Ich muss jedes Lied immer mitsingen. Das nervt meine Frau manchmal, das nervt die Freunde von mir, weil die wollen einfach mal ein Lied hören und das geht einfach nicht, weil der Prince mitsingt. I know my city love me. 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 Ich habe so einen Tick, ich muss immer 3-mal rumlaufen. So, jetzt ist der Tick vorbei. Schöne Aussicht. Ja, wunderschön. Ich war ja da in dem Hotel, habe ich ja gelebt, im Lindner, und dann habe ich ein Foto geschossen und habe es meiner Frau geschickt. Und dann meinte sie, ja, schön, sieht aus wie New York. Und ist wirklich so. Im Dunkeln, wenn du von die ganzen Skyscraper, sieht es echt aus wie New York. Aber dann ist es einfach eine schöne Stadt. Also muss man auch sagen, so viel Grün drum. Macht Spaß hier. Frankfurt. Nee, wie heißt es? Mein Heim, wie? Manhattan, genau. Nee, in den Rapperkreisen heißt Frankfurt. Also die Städte sind ja nur Gebäude. Weißt du, das sind ja einfach nur Gebäude, die da stehen. Okay, manche sind ein bisschen schöner, manche ein bisschen nicht so schön. Ich denke, die größten Unterschiede sind immer die Menschen, die da leben. Das ist, was eine Stadt ausmacht. Und ich habe Glück gehabt, in allen Städten, wo ich bis jetzt war, waren die Menschen super. Also ich muss ehrlich sagen, Frankfurt ist schwierig auf der Straße in Frankfurt zu treffen, weil
ist so international. Aber das macht auch die Stadt aus. Also das macht auch Spaß, dass du halt so viele Kulturen hast. Und das ist in Berlin ja genauso. Deswegen, also eine Stadt macht die Menschen aus und das ist das Wichtigste. Also es ist schon brutal. Sowas habe ich lange nicht gesehen. Das auch Auswärtsspiel fühlt sich manchmal an wie ein Heimspiel. Das ist schon ein Ausnahmezustand, muss ich ehrlich sagen. Deswegen freue ich mich auf Berlin. Also das wird ein riesen Highlight in meiner Karriere. Dann noch mit den Frankfurt-Fans, wenn man das letzte Jahr gesehen hat, was die da aufgezogen haben, kann man nur erwarten, was dieses Jahr da passieren wird. Also ich glaube, wir werden noch mal eine Schippe drauflegen. Und wir als Mannschaft auch. Wusstet ihr nicht, dass ich Höhenangst habe? Echt jetzt? Nein, ich weiß. Dass wir aus so einem bunten Haufen, dass wir geschafft haben, eine Mannschaft zu bilden, dass wirklich jeder für jeden Vollgas gibt. Das ist so, und dann, ob es positiv oder negativ am Ende, ob du Ergebnisse hast, das ist dann immer so an zweiter Stelle, denke ich. Weil wenn du so eine gute Truppe hast, wo es wirklich auch nie Streit gibt oder so, oder jeder wirklich auch den anderen helfen möchte, das ist so das positive Ergebnis. Und dann haben wir natürlich noch damit Erfolg, das ist dann zweimal schön. Und natürlich ist der Trainer sehr, sehr wichtig, der das hinbekommen hat aus so einer zusammengewürfelten Truppe, die alle von überall kommen, dass er das geschafft hat. Und ja, wir sind stolz und froh und ich denke, die ganze Stadt auch profitiert davon, dass wir so erfolgreich Fußball spielen. Das macht Spaß und man merkt es einfach auch. Ich sehe mich immer selber nicht als Leader. Also jeder andere sieht mich als Leader, aber ich nicht. Ich probiere einfach zu helfen, ich probiere der Mannschaft zu helfen, jeden Einzelnen. Im Endeffekt kann ich den Jungs nur sagen, such keine Ausreden. Ich war selber, als ich jünger war, einer, der Ausreden gesucht hat oder anderen Menschen Schuld gegeben hat an dem, was ich nicht erreicht habe, warum ich es nicht erreicht habe. Und das ist der einzige Punkt. Dann am Ende wirst du an ein Limit kommen, ob es heißt, Bundesliga zu spielen, Champions League zu spielen oder auch nicht, oder du spielst in der zweiten Liga. Aber das wird dann für dich so vorherbestimmt sein, das wird dein Limit sein. Aber such keine Ausreden, nicht arbeiten zu gehen, such keine Ausreden, nicht in den Kraftraum zu gehen. Such dir diese Ausreden nicht. Oder die Schule zu Ende zu bringen. Es gibt keine Ausreden. Alles, was du dir vornimmst, kannst du schaffen. Und das ist das, wo ich zurückgucke und wo ich sage, ich hätte das früher wissen müssen. Ich sehe immer noch nichts. Muss man hier drücken, Geld werfen, Knopf drücken und dann geht's los. Guck mal jetzt, Freddy. Ich suche gerade einen neuen Trainer. I know my city love me. I know my city love me. I know my city love me.